Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich war dieser Tage im Garten unterwegs und habe ein Foto gemacht, nämlich dieses von unserer Hecke mit ein paar Blättern. Dieses Foto habe ich bearbeitet am Computer, einmal als Bleistiftzeichnung und dann mit ein paar anderen Funktionen, sodass viele Details nicht mehr so sichtbar sind. Ich möchte es als Vorlage nehmen und es kopieren auf mein Aquarellpapier, das ich gleich bemalen möchte. Um die Umrisszeichnungen meiner Fotokopie zu übertragen, streiche ich jetzt die Rückseite mit Graphit ein. Ihr könnt auch einen Bleistift nehmen. Alternativ könnt ihr auch mit Kopierpapier arbeiten. Bevor ich die Linien meiner Fotokopie übertrage, möchte ich das Aquarellpapier zunächst grundieren. Ich klebe es mit Malerkrepp auf meine Unterlage. Da ich ohnehin abstrahieren möchte, wähle ich meine Farben frei aus dem Bauch heraus. Es ist ein Ockergelb, es ist ein Rosaton und etwas Acrylbinder, matten Acrylbinder, damit die Farbe sehr dünn aufgetragen werden kann. So kann das Papier hindurchscheinen und der Auftrag bleibt transparent und schön hell. Nach dem Trocknen nehme ich meine Fotokopie und fixiere sie mit etwas Tesafilm mittig auf meinem Aquarellpapier. Mit einem harten Bleistift zeichne ich jetzt einige Umrandungen. Es ist ein Gewirr von Linien hier auf meiner Fotokopie. Ich wähle einfach einige Formen aus, die ich übertrage. Die meisten Linien, vor allen Dingen die aus dem Hintergrund, lasse ich weg. Damit ich weiß, wo mein Bild zu Ende ist, zeichne ich mir auch die Umrandungen durch. Ich hebe das Blatt hoch und kontrolliere, ob die Abdrücke gut sind. Wenn nicht, kann ich auf der Rückseite noch etwas Graphit nachlegen und vielleicht noch etwas fester drücken. Die Umrisslinien sind nur schwach zu sehen. Ihr seht aber vielleicht, dass es sehr reduziert ist. Zu meinen beiden Ausgangsfarben nehme ich nun noch ein Englisch Rot, ein Indigo und Weiß. Das werden die Farben für mein Bild sein. Hier kommt eine wichtige Zutat. Ich nehme etwas Retarder oder wie in diesem Fall Tapetenkleister, um die Farbe zu verdünnen und ihr mehr Struktur zu verleihen. Ihr werdet gleich sehen, damit kann man keine glatten Flächen malen. Der Farbauftrag ist immer durchbrochen und hat Struktur. Noch deutlicher würde das, wenn ihr mit einem Borstenpinsel arbeitet. Hier habe ich zunächst einmal einen feinen Synthetik-Haarpinsel genommen.
Später wechsle ich auch schon mal zum Borstenpinsel. Mit den Farben gehe ich ganz locker um. Ich probiere verschiedene Mischungen aus. Ich kann ja auch teilweise wieder übermalen. Damit ich einen glatten Rand bekomme, habe ich die Ränder jetzt nochmal mit Kreppband abgeklebt. Hier habe ich leider den Low-Lux-Filter nicht mehr abgeschaltet und habe zusätzliche Beleuchtung hinzugenommen. Deswegen ist das Bild etwas hell, aber ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Den Hintergrund, der in meinem Foto sehr stark strukturiert und von Linien durchsetzt war, gestalte ich jetzt wesentlich einfacher mit verschiedenen Farbflächen. Nach dem Trocknen möchte ich die Umrandung, die jetzt noch orange-gelb ist, in einem dunklen Ton bemalen. Dazu nehme ich wieder ein besonders gutes Klebeband und male zunächst die beiden ersten Seiten, rechts und links. Und wenn alles getrocknet ist, oben und unten den Streifen auch noch. So hast du das passende Passepartout praktischerweise schon mitgemalt. Diese Abstraktion hat etwas Leichtes, Luftiges und ist ein bisschen ein Gegensatz zu meinem
ursprünglichen Foto. Nach meiner Vorlage habe ich dann noch ein zweites Bild gemalt auf einem Keilrahmen. Diesmal habe ich noch mehr abstrahiert. Kein Grün mehr dabei, die Farben sind expressiv gewählt, der Farbauftrag ist noch wilder und expressiver. Das gefällt mir auch ganz gut. In Teil 2 des Videos zeige ich euch eine weitere Stufe der Abstraktion. Ich verlinke euch den zweiten Teil mal unten in der Beschreibung und auch hier gleich am Ende. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Tschüss!